Butter ist gesund für dich und das werde ich dir genau in diesem Video aufzeigen. Die Medienangriffe auf gesättigte Fettsäuren oder auch vor allem Butter sind doch sehr verdächtig, oder nicht? Denn die Medien behaupten, dass Butter dafür sorgen kann, dass deine Cholesterinwerte ansteigen können, obwohl es dafür keine so wirkliche Forschungsergebnisse gibt, die diese Äußerung stützen können bzw. unterstützen können. Margarine hingegen, die von den Medien richtig gepusht wird als Butterersatzmittel, ruft hingegen erhöhte chronische Cholesterinwerte auf, die dafür sorgen können, dass du Herzerkrankungen oder Krebs bekommen kannst. Nein, doch. Und andere Margarinarten oder Butterersatzprodukte haben viele Zusatzstoffe und Pflanzenöle, die hoch an Omega-6-Fettsäuren sind, die dafür sorgen können, dass du mehr Entzündungen bekommen kannst. These son of a bitches. Also, die Diät-Diktokraten haben also die westliche Welt davon überzeugt, dass Butter gefährlich für sie ist. Obwohl eigentlich Butter ein wichtiger Bestandteil für viele traditionelle Ernährungsweisen ist und eine gute Quelle von folgenden Nährstoffen ist, nämlich von den fettlöslichen Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin A, Vitamin D, E, K2 und ihren Kofaktoren. Und die sind vor allem gut, um deine Mineralstoffe besser in deinem Körper aufzunehmen und zu verwerten. Hell yes. Vitamin A kann auch beispielsweise besser in deinem Körper verwertet werden oder aufgenommen werden über Butter. Und Vitamin A und D sind vor allem sehr wichtig und essentiell für den Wachstum, für gesunde Knochen, für die Entwicklung deines Gehirn- und Nervensystems und für deine optimale Sexualentwicklung. Boah, Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Also wenn du jetzt einen Vitamin A-Mangel hast oder Vitamin D-Mangel oder wenig Butter konsumierst, dann kann es dafür sorgen, dass deine Sterilität ansteigt oder du Probleme mit deiner Sexualentwicklung bekommst. No. Vitamin K2 auf der anderen Seite sorgt für den Wachstum deiner Gesichtsknochen. Vitamin K2 schützt auch dein Herz und hilft, die Struktur deiner Zähne zu unterstützen. Vitamin K2 aktiviert auch die Funktion von Vitamin A und D, was vor allem für die Entwicklung eines gesunden Immunsystems wichtig ist. Ein Doktor namens Dr. Weston Price untersuchte weltweit isolierte Bevölkerungsgruppen und stellte fest, dass Butter ein wichtiger Bestandteil ihrer Ernährung war. Denn die untersuchten Gruppen schätzten tiefgelbe Butter von Kühen, die sich von schnell wachsendem Gras ernährten. Und ihre Intuition sagte ihnen, dass die lebensspendenden Eigenschaften von Butter sehr wichtig für Mütter und Kinder seien. Goddamn right. Und nicht alle Gesellschaften, die Dr. Weston Price untersuchte, aßen Butter, aber sie bemühten sich, Nahrungsmittel zu konsumieren, die reich an fettlöslichen Vitaminen waren, wie zum Beispiel Fisch, Meeresfrüchte oder Innereien. Und die nativen Völker erkannten zu Recht, dass solche fettreichen, vitaminreichen Lebensmittel für die Fruchtbarkeit und für die optimale Entwicklung ihrer Kinder gut sind. Und wenn wir jetzt quasi ein Nährstoffgehalt vergleichen in 1930 zwischen, sagen wir einmal, den nativen Völkern und den Amerikanern von 1930, dann kann man erkennen, dass die nativen Völker so 10-mal so viel an fettlöslichen Vitaminen hatten als Amerikaner in 1930. Das muss man sich doch erstmal vorstellen, oder nicht? Das bedeutet, dass heutzutage es noch viel schlimmer ist und dass wahrscheinlich die nativen Völker viel gesünder leben als der Durchschnittsamerikaner oder der Durchschnittsmensch in der westlichen Welt. Wow. Dr. Weston Price stellte zudem auch fest, dass die nativen Völker, die sich sehr reich an fettlöslichen Vitaminen ernährten, dass sie weitere Gaumen, eine gesunde Knochenstruktur, makellos gerade Zähne und wohlproportionierte Gesichter hatten. Und wenn man das so hört, dann will man doch mehr fettlösliche Vitamine konsumieren. Und eine gute Quelle für fettlösliche Vitamine ist Butter. Denn die sorgt dafür, dass Mineralstoffe und wasserlösliche Vitamine in Getreide, Gemüse und Fleisch besser in deinem Körper aufgenommen werden können. Alright. Butter enthält auch Stigmacerin, das Menschen und Tiere vor der Verkalkung der Gelenke und vor der degenerativen Arthritis schützt. Es schützt zudem auch vor der Verhärtung der Arterien oder Katarakten und vor der Verkalkung der Zirbeldrüse. Kälber, die beispielsweise jetzt mit pasteurisierter Milch oder Magermilch ernährt werden, die entwickeln dann Gelenksteife und gedeihen nicht richtig. Ihre Symptome gehen dann allerdings zurück, wenn rohe Butter in ihre Nahrung hinzugefügt wird. Und das Pasteurisieren zerstört also das Stigmacerin. Deswegen wollen wir auf jeden Fall wenig Milchprodukte konsumieren,
die pasteurisiert wurden. Und Stigmasterin bekommst du hauptsächlich über Butter, Vollmilch oder Sahne auf. Yeah, boy. Butter hat auch ein ausgeglichenes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis und es enthält auch die Arachidonsäure, die eine wichtige Rolle für die Gehirnfunktion spielt, bzw. die Entwicklung deines Gehirns spielt und ist ein lebenswichtiges Bestandteil deiner Zellmembrane. Butter hat auch kurz- und mittelkettige Fettsäuren, die nicht durch die Leber emulgiert werden müssen, sondern vom Dünndarm direkt in die Leber gelangen. Und dann wird es schnell in verfügbare Energie verwandelt. Und diese Fettsäuren besitzen auch antimikrobielle, Antitumor- und das Immunsystem unterstützende Eigenschaften. Nice. Butter enthält auch konjugierte Linolsäure, so abgekürzt CLA, die wirksame Antikrebseigenschaften hat, deinen Muskelaufbau fördert und deine Gewichtszunahme vorbeugt. Und CLA bzw. konjugierte Linolsäure bekommst du nicht mehr, wenn Kühen kleine Mengen an Getreiden oder industriell verarbeiteten Fütterungsmitteln hinzugefügt werden. Butter enthält auch Lecithin, das ein natürlicher Bestandteil für die richtige Aufnahme und Metabolisierung von Cholesterin und anderen Fettbestandteilen ist. Genau. Butter hat auch Cholesterin, wo jetzt nicht das negative LDL, sondern das positive HDL erhöht wird. Und Muttermilch beispielsweise ist sehr reich an Cholesterin, denn es wird für den Wachstum und für die Entwicklung des Kindes benötigt. Und Cholesterin wird auch für die Produktion einer Vielzahl von Steroiden benötigt, die dich vor Krebs, Herzerkrankungen oder psychischen Erkrankungen schützen. Oh mein Gott! Wow! Butter enthält auch Fette, die ältere Menschen und jüngere Menschen vor Infektionen schützen. Und beispielsweise jüngere Menschen, die jetzt quasi mehr entrahmte Milch konsumieren, haben 3-mal bis 5-mal so viel Durchfall, wie jetzt, wenn jüngere Menschen Vollmilch konsumieren, also Rohmilch konsumieren. Und zu guter Letzt enthält auch Butter wichtige Spurenelemente wie Jod, Selen, Chrom und vor allem auch Mangan. Not bad, not bad. Now you. Ein häufiger Einwand gegen den Konsum von Butter ist, dass Butter Umweltgifte enthält. Und fettlösliche Giftstoffe akkumulieren in Fetten, währenddessen wasserlösliche Giftstoffe von dem Wasseranteil in Milch oder Fleisch akkumulieren. Auch Getreide und Gemüse enthalten Giftstoffe, denn im Durchschnitt wird jede angebaute Pflanze 10-mal mit Pestiziden besprüht. Und Aflatoxin, ein Pilz, das auf dem Getreide wächst, ist das bekannteste und stärkste Karzinogen. Okay. Also ist es richtig davon auszugehen, dass tierische als auch pflanzliche Produkte kontaminiert sind. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall Biogemüse, Biogetreide oder jetzt sagen wir mal wild gefangenen Lachs, Bio-Eier oder ein grasgefüttertes Fleisch zu uns aufnehmen. Also am besten die beste Qualität jedes Nahrungsmittels zu sich aufnehmen. Gut, das war's jetzt mit dem Video über Butter. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video aufzeigen konnte, wie wichtig und gesund Butter für dich ist. Nö. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David.